Weidmannsheil. Die hohe Zeit der Jagd, die Hirschbrunft, hat in Ungarn begonnen. Die erste Morgenpirsch bei ausgezeichnetem Wetter startet gleich mit herrlichem Anblick. Zu Beginn der Hirschbrunft jagen wir auf einen starken oder zumindest alten Rothirsch. Die Sonne ließ die Umgebung in zartem Licht erscheinen. Am Plateau zog ein junger Sechserhirsch mit einigen Stücken Kahlwild näher. 10 Jahre hätte er älter sein müssen und ein Traum, einen alten Sechserhirsch zu erlegen, wäre innerhalb von einer Stunde in Erfüllung gegangen. Ein Blick zurück zeigte uns einen starken, ungeraden 16-Ender, der sicherlich auch in die Kategorie erlegenswert gefallen wäre. Aber er tat uns nicht den Gefallen, zu uns hinaufzuwechseln. Interessant, dass so ein junger Hirsch trotz des hohen Bestandes an Hirschen so ungestört mit dem Rudel Kahlwild herumziehen konnte. Ja, er schaffte es sogar auf den Wildacker im Graben, doch dort konnte er sich nur noch kurz über sein Harem freuen. Ohne weiteren Anblick ging es zurück zum Jagdhaus. Der Abendanzug sollte extrem spannend werden. Es ging zuerst auf den Hochsitz von morgen, bis wir auf den Bergen weit oben einen alten Achter mit extrem starken Krebsgabeln entdeckten. Der Entschluss war schnell gefasst, sofort den Hochsitz zu verlassen und hinauf auf das Plateau zu fahren, um von dort oben den Hirsch anzugehen. Wir waren erst wenige Meter gepirscht, schon hörten wir die ersten Hirsche melden und bekamen auch gleich einige Stücke Rotwild in Anblick. Der Wind drehte und plötzlich verstummten die Hirsche, die oberhalb von uns standen. Wir mussten so schnell wie möglich ganz hinauf, um von oben die Hirsche anzugehen. Längere Zeit hörten wir keinen einzigen Trenser. Ein junger Muffel wieder war aber ein würdiger Ersatz. Trotzdem war es nun von oben leichter, die Hirsche, sollten sie wieder zu röhren beginnen, zu lokalisieren. Es dauerte dann auch nicht lange, bis unsere Hoffnung erhört wurde, das Konzert begann von neuem. Unser Problem war nun, dass die Hirsche hinunter auf die Wildwiese zogen und wir versuchen mussten, ihnen leise zu folgen. Wer Rotwild schon einmal beim Ziehen beobachtet hat, weiß, dass dieses Unterfangen nicht von Erfolg gekrönt sein konnte. Wir freuten uns über den Anblick einer Rotte Schwarzwild mit einem Keiler, der bereits im September großes Interesse an den Bachen hatte. So ging auch diese Pirsch mit spannenden Erlebnissen zu Ende. Unser Jagdfreund war in der Nacht angekommen, um selbst die nächsten 5 Tage in unserer Begleitung auf einen starken Hirsch zu jagen. Er erklärte sich jedoch bereit, uns mit der Kamera bei der Morgenpirsch zu begleiten. Vom Bergrücken war das Röhren der Hirsche weit unten auf den Brunftplätzen zu hören. Der Plan war perfekt.
So mussten wir nur noch den Weg der Hirsche in ihre Tageseinstände kreuzen. Unser Berufsjäger kannte natürlich die Wechsel und so ging es weiter den Hirschen entgegen. Das Konzert wurde leiser, bis nur noch ab und zu einzelne Hirsche röhrten. Umso schwieriger waren nun die Hirsche zu lokalisieren. Doch wir waren am richtigen Weg, die ersten Hirsche zeigten sich. Plötzlich zog ein kapitaler Hirsch an uns vorbei. An einen Schuss ohne Kugelfang war nicht zu denken, außerdem ging es viel zu schnell. Das Ziel war nun, dem Hirsch zu folgen und ihn hoffentlich in seinem Tageseinstand in Anblick zu bekommen. Am Ende wurde es zwar nichts mit einem Weidmannsheil, der starke Hirsch wollte sich einfach nicht zeigen. Doch dieser Morgen bleibt uns ewig in Erinnerung. Gut war's. Ja, war haarscharf, würde ich sagen. Der war nicht weiter als 5 Meter über das Hügel.